Bundeskanzler Olaf Scholz will am Montag die Vertrauensfrage im Bundestag stellen, also der große Schritt Richtung Neuwahlen. Heute reicht er dafür den entsprechenden Antrag bei Bundestagspräsidentin Bärbel Bass ein. Seit dem Ende der Ampelkoalition regiert Scholz ja mit einer Minderheit aus SPD und Grünen. Und verliert er die Abstimmung, was ja als sicher gilt, wird er dem Bundespräsidenten Steinmeier vorschlagen, den Bundestag aufzulösen. Neuwahlen wären dann für den 23. Februar angesetzt. Das Ganze ist ja ein Prozess, den wir gar nicht so oft hier in Deutschland sehen. Wir wollen uns also so noch mal genauer anschauen mit Philippa Vögeding für uns im Bundestag. Ja, Philippa, also wie läuft das jetzt in den kommenden Tagen und Wochen genau ab, nachdem der Antrag heute gestellt wird? Guten Morgen, ihr beiden. Du hast es gerade angesprochen, so oft ist das in Deutschland noch nicht passiert, die Vertrauensfrage. Es ist erst 5-mal vorgekommen. Heute reicht Bundeskanzler Scholz hier dazu den Antrag ein für die Vertrauensfrage. Es klingt fast etwas feierlicher, als es am Ende ist. Also es wird jetzt keinen Fototermin geben, wo er einen Briefumschlag übergibt oder irgendwo einwirft. Er wird aber heute Nachmittag wohl noch mal vor die Presse treten und etwas dazu sagen. Wenn er diesen Antrag eingereicht hat, dann müssen mindestens 48 Stunden vergehen, bis im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt wird. Bei uns in der aktuellen Lage ist inzwischen klar, die Vertrauensfrage soll am kommenden Montag gestellt werden, also am 16. Dezember. Und das Ganze sieht eigentlich so aus, weil es eine höchst persönliche Sache des Kanzlers ist, dass dieser sich vor die Abgeordneten stellt im Bundestag und sie fragt, bin ich noch euer Kanzler, vertraut ihr mir noch? In unserem Fall gehen wir ja schon davon aus, dass er diese Abstimmung verlieren wird. Deshalb haben wir auch schon einen Neuwahltermin. Aber eigentlich wird dann bei einer verlorenen Vertrauensfrage erstmal vom Kanzler erwartet, dass er den Präsidenten, also Frank-Walter Steinmeier, darum bittet, den Bundestag aufzulösen. Und dieser hat dann wiederum 21 Tage Zeit, den Bundestag aufzulösen. Und wenn der aufgelöst ist, dann sind maximal 60 Tage Zeit, um Neuwahlen stattfinden zu lassen. Wie gesagt, bei uns steht der Termin schon. Man geht also davon aus, dass Scholz diese Vertrauensfrage verlieren wird. Dennoch gab es in den letzten Wochen immer wieder Stimmen von Seiten der AfD, die davon sprachen, Scholz sei das kleinere Übel als ein Unionskanzler Friedrich Merz. Deshalb wollten sie für Scholz stimmen. Doch die AfD-Spitze ist da ziemlich klar. Sie wollen Neuwahlen, haben nicht umsonst Alice Weidel jetzt auch als Kanzlerkandidatin vorgestellt. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass nicht genug Personen von der AfD für Olaf Scholz stimmen werden und er diese Abstimmung verlieren wird. Philippa, danke schön für diese Erklärung.